zusammen, heute gibt es die leckerste Maxi King Torte überhaupt und dafür brauchen wir jetzt zuallererst einen fluffigen Vanillebiskuitboden und kauft ihn euch nicht fertig, macht ihn euch einfach selber, das geht super easy. Nach meiner Anleitung und meinem Rezept gelingt er euch 100%ig. Ich habe vorab die Eier getrennt, Eiweiß und Eigelb, natürlich, wie soll man sie auch sonst trennen. Da habe ich dann mein Eiweiß in eine fettfreie Schüssel gegeben. Ich benutze heute meine Küchenmaschine. Es würde auch ein Handrührgerät funktionieren, aber hier wird wirklich viel gerührt, auch nachher und so weiter. Daher benutze ich die Küchenmaschine. Gebe da jetzt eine Prise Salz mit dazu und schlage das Ganze jetzt für ungefähr bis zu 1 Minute auf maximaler Geschwindigkeit. Dann werdet ihr merken, dass sich das Volumen richtig verdoppelt und verdreifacht. Und dann geben wir die Hälfte des Zuckers mit dazu, schlagen noch weitere 3 Minuten und haben dann unsere Baiser-Masse. Das hört sich so wahnsinnig kompliziert an, ist aber super, super easy. Oh, ich habe vergessen, den Stecker dran zu machen. So. Sobald die Baiser-Masse dann fertig ist, einfach die Schüsseln austauschen und das Eigelb mit dem restlichen Zucker und Vanillezucker für ungefähr 4 Minuten lang richtig schön hellcremig schlagen. Und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Also schön hellcremig, fluffig. Ah, gut, dass ich eine Schürze anhabe. Guck, ist auf meine Schürze gelandet. Und jetzt nehmt ihr euch einen Teigschaber. Das kann euch jetzt keine Maschine mehr ersetzen, denn jetzt kommt die Baiser-Masse mit ganz viel Liebe und in mehreren Schritten hier unter die Eigelbmasse. Das zeige ich euch jetzt mal. Sobald das erledigt ist, kommen die trockenen Zutaten ins Spiel. Dann nehme ich mir jetzt ein Sieb und gebe Mehl, Speisestärke und Backpulver dazu. Und das auch unterheben und am besten ebenfalls in mehreren Schritten. So, der Biskuitteig ist jetzt fertig. Den Backofen müsst ihr übrigens immer vorheizen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und dadurch, dass ich jetzt eine 26 cm große Springform nehme, braucht er bei mir 40 Minuten. Aber nicht jeder Backofen backt gleich. Deswegen macht auch ruhig nach 38 Minuten mal die Stäbchenprobe. Und wenn am Stäbchen, also am Schaschlikspieß, nichts hängen bleibt, dann ist der Teig gar. So, während der Biskuitboden gerade im Backofen vor sich hin backt, machen wir Karamell, denn zu einer Maxi King Torte gehört natürlich eine ordentliche Portion Karamell. Natürlich könnt ihr auch fertige Karamellsoße nehmen, aber ich zeige euch, dass ihr das ganz easy zu Hause machen könnt. Ich habe hier meine beschichtete Pfanne. Ich nehme die mit dem hohen Rand, weil gleich kommt ein Prozess, da schäumt es hoch und da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Und die habe ich jetzt hier auf mittlerer Stufe erwärmt und da gebe ich jetzt weißen Zucker rein. Schön verteilen und ab jetzt eigentlich gar nicht rühren oder so, sondern nur warten, dass es schön langsam karamellisiert. Und ihr müsst euch vorstellen, je dunkler das wird nachher, also je bräunlicher es wird, umso bitterer schmeckt das Karamell. Deswegen sehe ich zu, dass es bei mir nicht ganz so dunkel wird. Sobald der Zucker geschmolzen ist, bei mir hat das ca. 9 Minuten gedauert, geben wir Butter mit dazu, lassen das kurz schmelzen und anschließend in einem Schwung die Sahne mit dazu. Da dürft ihr euch nicht wundern, das schäumt jetzt richtig doll. Muss das Ganze quasi nur noch ungefähr 1 Minute lang köcheln und ihr merkt, wenn ihr später auch den Schneebesen benutzt, dass sich das Ganze richtig schön verbindet. Und jetzt ist es bei mir schon ein bisschen abgekühlt, es darf aber noch ruhig ein bisschen mehr abkühlen. Und dann brauchen wir das nämlich gleich erst. Das gebe ich jetzt nämlich kurz an die Seite. In der Zwischenzeit ist mein
Biskuitboden auch fertig gebacken. Hier habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Ihr könnt hier einfach Küchenrolle nass machen, unterm Wasserhahn auswringen und dann komplett auf die Oberfläche geben. Dann kann der euch auch nicht austrocknen. Der ist jetzt noch nicht ganz so kühl, der muss jetzt noch ein bisschen weiter kühlen, aber ich mache in der Zwischenzeit schon mal die leckere Haselnuss-Sahne-Creme. Dafür habe ich hier kalte Schlagsahne, die kommt ganz frisch aus dem Kühlschrank und die muss auch sehr, sehr kalt sein. Das schlage ich jetzt auf und da schlage ich das Ganze an. Nachher Sahnefest dazu und lasse es komplett steif schlagen. So, die Sahne ist jetzt steif. Es geht weiter mit unserer Mascarpone. Und wie gesagt, ich schreibe euch alle ganz genauen Grammangaben hier unten in die Videobeschreibung. Das Praktische ist, ihr könnt euch dann einen Screenshot machen und alles direkt einkaufen gehen. So, und hier zur Mascarpone gebe ich jetzt Puderzucker. Ich habe den Zuckeranteil allerdings schon sehr stark reduziert. Also es wird so eine angenehme Süße. Es wird jetzt keine mächtige Torte, sondern einfach eine leckere Maxi-King-Torte. Da kommt jetzt meine Haselnusscreme ins Spiel. Ich habe euch ja schon vorab verraten, dass ich damit auch das ein oder andere zubereiten werde. Und hier braucht ihr euch auch keine Sorgen machen, dass dann durch die Creme irgendwie die Konsistenz flüssig wird oder sowas. Überhaupt nicht. Da habe ich ja drauf geachtet. Und das gebe ich jetzt auch noch mit zur Mascarpone. Dann rühren wir das ganz kurz, sodass sich alles miteinander verbindet und geben anschließend mit dem Teigschaber die Sahne mit dazu. So, perfekt, perfekt, perfekt. Ich gebe jetzt noch die Sahne dazu und dann wird es richtig fluffig. So, einmal mit meiner Winkelpalette den Rand gelöst. Und jetzt schneiden wir den Tortenboden durch 3 schön gleichmäßig. Jetzt muss ich hier einmal die Springform wegnehmen. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, eigentlich ist es sau schwierig, einen so frischen Boden durchzuschneiden. Aber ich habe ja da die spezielle Tortensäge, nicht mit Draht, sondern mit einer richtigen Klinge. Und da dürfte das eigentlich kein Problem sein. Also normalerweise würde es euch richtig zerbrechen, aber ich bin mir sicher, hier passiert jetzt nichts. Jetzt muss ich nur gucken. Boah, jetzt hast du aber große Töne gespuckt, du. Da mache ich mir jetzt auch gar keine Sorgen. Ich muss den nur kurz einstellen, weil ich gucke gerade, wie hoch der geworden ist. Gib mal eine Sekunde. Jetzt kommt die Teigkarte, die misst das aus. Jetzt kommt meine Teigkarte. Ja, wie immer halt, ne? 4,5 cm hoch. So, 1,5 cm. Und jetzt säge ich einmal durch. Ah, jetzt habe ich dich angeguckt in die Linse. Komm, du Jetzt Baumfäller. säge ich einmal durch. Jetzt sind wir aber gespannt, ne, Kiki? Ja, guck, perfekt, sage ich doch. Der ist sogar noch warm in der Mitte. Ich lasse den jetzt so noch mal kurz auskühlen. Bist du bereit für die beste Nachricht des Tages? Welche? Du wirst es sofort merken. Ich weiß es nicht. Was ist denn los? Moment, gleich realisierst du es. Nimm mich ruhig auf, gleich realisierst du das. Ah, ich kann den Rest essen. Ja! Ah, Reste essen! Rest essen. Jetzt habe ich 3 komplett gleichmäßige Böden. Der ist noch ein bisschen warm, aber wir machen danach sofort weiter. Ich habe mir jetzt hier meine Tortenplatte geholt, werde da gleich meinen Tortenring drumherum legen und dann fangen wir an zu schichten. Der Rest geht wirklich Schlag auf Schlag, das geht jetzt ganz schnell. Irgendwie fand ich die weiße doch passender. Ich habe jetzt die weiße Tortenplatte genommen. Typisch Frau. So, und jetzt die Torte Schritt für Schritt schichten. Das heißt immer einen Boden, dann etwas von der Creme und on top gebe ich auch noch ein bisschen von meinem selbstgemachten Karamell. Und wenn ich oben angekommen bin, kann ich auch schon mit meinem Backformlöser den Tortenring entfernen. Und jetzt habe ich noch 1/3 der Creme übrig und die verstreiche ich rundherum. Das heißt an der Oberfläche und an den Seiten. Und jetzt
geht es eigentlich nur noch um die Dekoration, dass wir sie so schmackhaft wie möglich aussehen lassen. Ich nehme dafür Haselnusskrokant, um so einen Abschluss für den Rand zu finden. Gebe dann mein selbstgemachtes Karamell on top und natürlich Maxi King Stückchen. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr dann noch ganze Nüsse oder auch Haselnusskrokant nochmal on top gebt oder einfach alles, worauf ihr Lust habt. So ein bisschen Karamell nochmal on top. Kamarell. Ein bisschen Karamell. Ja, 2 Eis mit Karamell. So, ein bisschen Haselnusskrokant. Wobei ich das eigentlich gar nicht mehr notwendig finde. Ich finde die so perfekt. Ich sage euch noch mal ganz kurz was zur Haltbarkeit. Die Frage wird bestimmt kommen. Ihr könnt sie auf jeden Fall am Vortag komplett fertig machen. Sie hält insgesamt 3 Tage lang, kühlt sie halt nur immer über Nacht im Kühlschrank und ihr könnt sie auch sofort anschneiden. Aber ich rate euch, sie mindestens für eine halbe Stunde zu kühlen, dann sitzt noch mal alles schön. Und wenn ihr sie auch am Vortag vorbereitet, ist auch nochmal so ein kleiner Vorteil, dass die Feuchtigkeit richtig in die Böden eindringt. Die sind zwar schon sehr fluffig, aber durch das Eindringen der Flüssigkeit oder der Feuchtigkeit, besser gesagt, wird es nochmal so richtig weich. Also unbedingt nachmachen. Ich glaube, mehr muss ich heute dazu gar nicht sagen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben natürlich und ein kostenloses Abo, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und ansonsten schreibt mir mal in die Kommentare, welche Süßigkeit ich als nächstes als Torte verbauen soll. Und dann machen wir das, oder? Auf jeden Fall. Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Rezept hier auf meinem Kanal. Tschüss, eure Kiki. Und der Hamza hinter der Kamera. Okay, Ja, okay. Ich glaube, das wissen die Leute jetzt. das wissen die Leute.